Im heutigen Video möchten wir euch auf eine Expedition rund um das Thema Bitcoins mitnehmen, von den Anfängen bis zur heutigen globalen Akzeptanz. Viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1: Der Ursprung. Die Geschichte von Bitcoin beginnt im Jahr 2008, als eine Person oder Gruppe namens Satoshi Nakamoto ein Whitepaper veröffentlichte, das die Idee einer dezentralen digitalen Währung skizzierte. Im Januar 2009 wurde die erste Bitcoin-Software veröffentlicht und die ersten Bitcoins wurden geschaffen. In den Anfangsjahren war Bitcoin vor allem unter Technikenthusiasten und Kryptographie-Experten bekannt. Im Laufe der Zeit begann das Interesse jedoch zu wachsen und die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel nahm zu. Bitcoin hat im Laufe der Jahre viele Höhen und Tiefen erlebt, darunter spektakuläre Preisanstiege und Abstürze. Die Entwicklung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie hat die Aufmerksamkeit von Investoren, Regulierungsbehörden und der breiteren Öffentlichkeit auf sich gezogen. Heute ist Bitcoin die bekannteste Kryptowährung und wird von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt und gehandelt. Seine Geschichte ist geprägt von Innovation, Kontroversen und einem ständigen Wandel der Landschaft der Finanztechnologie. Kapitel 2: Wie viel ist ein Bitcoin wert? Bei der Einführung von Bitcoin im Januar 2009 hatte die Kryptowährung keinen festen Wert, da es keine etablierten Märkte gab, um den Preis zu bestimmen. In den Anfangsjahren wurden Bitcoins nur sehr geringfügig gehandelt und der Preis lag bei Bruchteilen eines US-Dollars. Der erste dokumentierte Handel von Bitcoin gegen Fiat-Währung fand im Jahr 2010 statt, als jemand 2 Pizzen für 10.000 Bitcoins kaufte. Zu diesem Zeitpunkt wurde Bitcoin mit einem sehr niedrigen Preis bewertet, da der Tausch für nur wenige US-Dollar stattfand. Heute hat sich der Wert von Bitcoin stark verändert. Der genaue Preis kann je nach Börse und Handelsaktivität variieren, aber zum aktuellen Zeitpunkt liegt der Preis eines Bitcoins im Bereich von mehreren 10.000 Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass der Preis von Bitcoin volatil ist und sich schnell ändern kann. Kapitel 3: Bitcoin als Zahlungsmittel. Bitcoin kann weltweit als Zahlungsmittel verwendet werden, da es eine dezentrale digitale Währung ist. Es gibt jedoch Unterschiede in der Akzeptanz und Regulierung von Bitcoin je nach Land, denn einige Länder haben zwar eine freundliche Haltung gegenüber Bitcoin und ermöglichen seinen Einsatz als Zahlungsmittel für verschiedene Dienstleistungen und Waren, dennoch haben andere Länder restriktive Regulierungen eingeführt oder sogar den Einsatz von Bitcoin verboten. Im Allgemeinen ist Bitcoin in vielen Ländern jedoch verfügbar und kann für verschiedene Zwecke wie Einkäufe, Investitionen oder Geldtransfers genutzt werden. Es ist dennoch ratsam, sich über die spezifischen Regelungen und Akzeptanzstellen in einem bestimmten Land zu informieren, bevor man Bitcoin dort verwendet, denn überwiegend sind Bitcoin und andere Kryptowährungen in den meisten Ländern zwar legal, aber es gibt einige Ausnahmen, in denen der Einsatz von Bitcoin eingeschränkt oder sogar verboten ist. Einige Länder, die den Einsatz von Bitcoin eingeschränkt haben oder ihn als illegale Zahlungsmethode betrachten, sind folgende. Erstens: Bangladesch. Die Verwendung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist in Bangladesch illegal. Zweitens: Bolivien. Bolivien hat den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen verboten. Drittens: Ecuador. In Ecuador ist die Verwendung von Kryptowährungen gesetzlich verboten. Viertens: Nepal. Die nepalesische Zentralbank hat den Einsatz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen untersagt. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bitcoin in verschiedenen Ländern ändern können und es ist ratsam, sich über die aktuellen Vorschriften zu informieren, insbesondere wenn man in einem Land lebt oder sich dort aufhält, in dem Bitcoin eingeschränkt ist. Kapitel 4: Online-Zahlung und was ist ein Wallet? Online mit Bitcoin zu bezahlen ist möglich, vorausgesetzt, dass die betreffende Website oder der Händler Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptiert. Wenn eine Website oder ein Online-Händler Bitcoin akzeptiert, bieten sie normalerweise die Option an, während des Bezahlvorgangs Bitcoin auszuwählen. Um mit Bitcoin online zu bezahlen, benötigt man zunächst eine Bitcoin-Wallet, dazu jedoch gleich mehr. Darin werden die Bitcoins aufbewahrt. Dann muss der Betrag in Bitcoin umgerechnet werden, der bezahlt werden muss, und die entsprechende Bitcoin-Adresse oder QR-Code angegeben werden, um die Transaktion abzuschließen. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Websites und Online-Händler möglicherweise zusätzliche Gebühren für Zahlungen mit Bitcoin erheben und die Transaktionsgeschwindigkeit kann je nach Netzwerklast variieren. Es wird empfohlen, die Bedingungen und Gebühren vor der Zahlung mit Bitcoin zu überprüfen. Nun genauer zum Bitcoin Wallet.
Dies ist eine Softwareanwendung oder ein physisches Gerät, das es Benutzern ermöglicht, ihre Bitcoins sicher aufzubewahren, zu senden und zu empfangen. Es gibt verschiedene Arten von Bitcoin-Wallets, darunter: Erstens, Software-Wallets. Diese sind in Form von Desktop-, Mobile- oder Webanwendungen verfügbar und ermöglichen es Benutzern, ihre Bitcoins auf ihren Geräten zu speichern und darauf zuzugreifen. Zweitens, Hardware-Wallet. Dies sind spezielle physische Geräte, die entwickelt wurden, um Bitcoins offline sicher aufzubewahren. Sie bieten eine erhöhte Sicherheit, da die privaten Schlüssel der Benutzer niemals das Gerät verlassen. Drittens, Paper Wallets. Diese sind physische Ausdrucke von Bitcoin-Adressen und privaten Schlüsseln, die auf Papier gedruckt werden. Sie bieten eine sichere Möglichkeit, Bitcoins langfristig offline zu speichern. Bevor ein Bitcoin-Wallet verwendet wird, ist es wichtig, sich über die verschiedenen Optionen zu informieren und sicherzustellen, dass die Sicherheitsvorkehrungen verstanden wurden, um Bitcoins vor Diebstahl oder Verlust zu schützen. Es wird auch empfohlen, regelmäßige Backups des Wallets durchzuführen und sicherzustellen, dass die privaten Schlüssel sicher aufbewahrt sind. Das Verlieren der privaten Schlüssel zu einer Bitcoin-Wallet kann zu einem dauerhaften Verlust der darin enthaltenen Bitcoins führen. Da Bitcoin dezentralisiert ist und es keine zentrale Autorität gibt, die verlorene Schlüssel wiederherstellen kann, gibt es keine Möglichkeit, verlorene Bitcoins zurückzuerhalten, es sei denn, man hat vorher ein Backup der Schlüssel erstellt. Es gibt jedoch einige Schritte, die man unternehmen kann, wenn die privaten Schlüssel verloren gehen. Erstens, Überprüfen aller verfügbaren Sicherungs- und Wiederherstellungsoptionen. Wenn man eine Sicherungskopie des Wallets oder der privaten Schlüssel erstellt hat, überprüft man diese, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich verloren sind. Zweitens, Suchen nach Hilfe von Experten. Es gibt Unternehmen und Dienstleistungen, die sich auf die Wiederherstellung verlorener Bitcoin-Schlüssel spezialisiert haben. Diese können möglicherweise dabei helfen, Schlüssel wiederherzustellen, obwohl dies oft mit Kosten und Risiken verbunden ist. Drittens, Lernen aus dem Fehler. Wenn man die privaten Schlüssel verloren hat, ist es wichtig, aus dem Fehler zu lernen und sicherzustellen, dass man zukünftig angemessene Sicherheitsvorkehrungen trifft, um ihre Bitcoins zu schützen. Dies umfasst die regelmäßige Erstellung von Backups und die sichere Aufbewahrung ihrer Schlüssel. Es ist wichtig zu beachten, dass die Sicherheit von Bitcoins in eigener Verantwortung liegt und es gibt keine Garantie dafür, dass verlorene Bitcoins wiederhergestellt werden können. Es wird empfohlen, Sicherheitsbewusstsein zu praktizieren und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Risiko von Datenverlust zu minimieren. Kapitel 5: Bitcoin und Kriminalität. Bitcoin wurde in der Vergangenheit oft mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht, insbesondere aufgrund seiner pseudonymen Natur und der Möglichkeit, Transaktionen relativ anonym durchzuführen. Einige der kriminellen Aktivitäten, bei denen Bitcoin eine Rolle gespielt hat, sind: Erstens, Darknet-Märkte. Auf Darknet-Märkten wurden illegale Waren und Dienstleistungen einschließlich Drogen, Waffen und gestohlenen Daten gegen Bitcoin gehandelt. Zweitens, Ransomware-Zahlungen. Bei Ransomware-Angriffen, bei denen Computerdaten verschlüsselt und erst gegen Lösegeldzahlungen freigegeben werden, werden oft Bitcoin für die Zahlungen verwendet. Drittens, Geldwäsche. Bitcoin wurde von einigen Kriminellen zur Geldwäsche verwendet, um die Herkunft von illegal erworbenem Geld zu verschleiern. Obwohl Bitcoin in der Vergangenheit mit Kriminalität in Verbindung gebracht wurde, wird die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Transaktionen für legale Zwecke verwendet. Außerdem haben Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit Maßnahmen ergriffen, um kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin zu bekämpfen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Bitcoin-Nutzer legale Transaktionen tätigen und Bitcoin für Investitionen, Zahlungen und andere legitime Zwecke verwenden. Kapitel 6: Datenschutz. Bitcoin bietet nicht totale Überwachung im traditionellen Sinne, da es sich um eine dezentrale digitale Währung handelt, die nicht von einer zentralen Behörde kontrolliert wird. Bitcoin-Transaktionen werden auf einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnet, die eine transparente Historie aller Transaktionen enthält. Diese Transparenz ermöglicht es jedem, Transaktionen nachzuverfolgen und zu überprüfen. Obwohl Bitcoin-Transaktionen öffentlich sind, sind die Identitäten der Benutzer nicht unbedingt offengelegt. Bitcoin-Adressen sind pseudonym, was bedeutet, dass sie nicht direkt mit realen Identitäten verbunden sind.
Es ist jedoch möglich, Transaktionen auf der Blockchain zu analysieren und Muster zu erkennen, um potenziell die Identitäten von Benutzern zu ermitteln. Die totale Überwachung von Bitcoin-Benutzern erfordert jedoch zusätzliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Verknüpfung von Bitcoin-Adressen mit realen Identitäten über Analysen von Transaktionsmustern, die Verwendung von Blockchain-Analyse-Tools oder die Zusammenarbeit mit Börsen und anderen Dienstleistern, die kurz KYC für Know Your Customer-Verfahren durchführen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Privatsphäre von Bitcoin-Benutzern ein Anliegen ist und dass es verschiedene Methoden gibt, um die Privatsphäre beim Verwenden von Bitcoin zu verbessern, wie zum Beispiel die Verwendung von Mixing-Services oder privacy-fokussierten Kryptowährungen. Kapitel 7 – Weitere Entwicklung. Die langfristige Entwicklung von Bitcoin ist schwer vorherzusagen, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter technologische Entwicklungen, regulatorische Entscheidungen, Markttrends und das Verhalten der Benutzer. Einige Experten glauben, dass Bitcoin weiterhin an Bedeutung gewinnen und möglicherweise zu einer breiteren Akzeptanz als Zahlungsmittel führen wird, während andere Bedenken hinsichtlich seiner Skalierbarkeit, Volatilität und regulatorischen Unsicherheiten haben. Einige potenzielle Entwicklungen könnten die weitere Verbreitung von Bitcoin beeinflussen, darunter die Integration in traditionelle Finanzdienstleistungen, die Einführung von Bitcoin als Reservewährung durch Zentralbanken oder Unternehmen sowie technologische Verbesserungen, die die Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Bitcoin verbessern könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass Investitionen in Bitcoin mit Risiken verbunden sind, da der Preis starken Schwankungen unterliegt und nicht garantiert ist, dass sie sich langfristig rentabel erweisen. Es wird empfohlen, sich gründlich zu informieren und bei Investitionen in Bitcoin Vorsicht walten zu lassen. Fazit: Bitcoin ist eine faszinierende Technologie, die die Art und Weise, wie wir über Geld und Finanzen denken, verändert hat. Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat Bitcoin eine erstaunliche Reise hinter sich mit Höhen und Tiefen, Innovationen und Kontroversen. Als erste erfolgreiche Kryptowährung hat Bitcoin eine breite Akzeptanz und Nutzung erfahren und hat einen Einfluss weit über die Welt der Technologie hinaus gehabt. Es hat Diskussionen über Finanzinnovation, Dezentralisierung, Privatsphäre und die Zukunft des Geldes angestoßen. Trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten bleibt Bitcoin ein faszinierendes Experiment und eine Quelle kontinuierlicher Weiterentwicklung. Die Technologie und die dahinter stehenden Ideen haben das Potenzial, die Welt des Finanzwesens nachhaltig zu verändern und die Art und Weise, wie wir Werte speichern, übertragen und nutzen, zu revolutionieren. Ob du nun ein Bitcoin-Befürworter, ein Skeptiker oder einfach nur neugierig bist, die Geschichte von Bitcoin ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich Bitcoin und die breitere Kryptowährungslandschaft in den kommenden Jahren entwickeln werden. Wir hoffen, euch hat die kleine Reise in die Welt des Bitcoins gefallen und danken fürs Zusehen und Hören.